China hat sein groß angelegtes Militärmanöver rund um Taiwan beendet. 2 Tage lang führten Dutzende Schiffe und Flugzeuge Übungen durch, darunter simulierte Angriffe auf Häfen und Energieinfrastruktur. Die taiwanesische Regierung verurteilte das Manöver. China sieht Taiwan als abtrünnige Provinz und strebt eine Vereinigung an. Die US-Regierung spricht von einer Einschüchterungstaktik gegenüber Taiwan. Zugeschaltet ist uns jetzt der Journalist und langjährige China-Korrespondent Felix Li. Guten Abend. Hallo. Guten Abend. China hat also erneut ein großes Manöver vor der Küste Taiwans durchgeführt. Rechnen Sie damit, dass aus einer solchen Übung irgendwann bitterer Ernst wird? Ja, damit ist zu rechnen, weil die Drohungen, die sind ganz klar. Ich halte es momentan noch nicht für besonders wahrscheinlich, weil die militärische Eskalation, das ist zwar als Drohmittel von Peking-Seite gemeint, aber es ist die allerletzte Option. Also man versucht schon noch über andere Wege Taiwan einzuverleiben. Das Ziel ist klar, Taiwan einzunehmen. Aber das Militärische, das dient in erster Linie als Drohung und nur als allerletztes Mittel, wie China ja sonst auch noch vorgeht, nämlich Zuckerbrot und Peitsche, nämlich umgarnen, Abhängigkeiten schaffen, einkreisen, Grenzen verschieben. All diese Mittel sind dazwischen noch vorhanden und die verfolgt China ja auch gegenüber Taiwan. Das Militärische, das ist als Drohpotenzial gemeint, aber wie gesagt als allerletztes Mittel nur anzuwenden. Was könnte die Kommunistische Partei in Peking denn abhalten, Taiwan zu annektieren? Werden die Beistandsbekundungen aus den USA noch für bare Münze genommen, seit Donald Trump Präsident ist? Absolut. Also genau das ist auch letztendlich das ausschlaggebende Kriterium aus Pekings Sicht, einzuschätzen, wie sehr die USA da eingreifen würden oder nicht. Schon die beiden Regierungen hat ja bewusst damit auch gespielt, also Peking da im Unklaren gelassen. Trump tut das auch. Ich bin mir manchmal nicht so sicher, wie strategisch, aber er tut das auch. Und solange Peking nicht sicher sein kann, ob die Amerikaner nicht sich da zurückhalten werden, wird Peking das zumindest vorerst, denke ich, nicht wagen, weil eine Eskalation mit den USA, das will Peking nicht riskieren. Ja, jetzt machen wir aber mal Gedankenspiele, falls es doch zu einer Invasion kommen sollte oder sogar zu einem Fall Taiwans. Welche Auswirkungen hätte das für den Rest der Welt? Das wäre absolut desaströs. Das wäre so desaströs, weil so dass man das im Grunde gar nicht einschätzen kann, wie schlimm das wird, ist, weil Taiwan nämlich ein Quasi-Monopol über Hochleistungschips hat. Also 90% dieser ganz hochwertigen Hochleistungschips werden in Taiwan hergestellt. Die werden für quasi alles Moderne, für sämtliche moderne Industrie benötigt. Also wir reden nicht nur von Smartphones, wir reden nicht nur von Küchengeräten, sondern wir reden auch von Solaranlagen bis hin zu militärischen Waffen. Und wenn das von heute auf morgen quasi aufgrund eines Angriffs von Peking alles ausfallen würde, dann würde die Weltwirtschaft auf einen Schlag quasi zusammenbrechen. Felix Li, herzlichen Dank für das Gespräch. Danke Ihnen.